Willkommen zu Rätselhafte Phänomene der Megalithkultur, eine Exkursion in Vorgeschichtszeiten, Anomalien im unterirdischen Kloster Neuburg. In dieser besonderen Videoserie meiner Reiseerkundungen außergewöhnlicher und neu erforschter archäologischer Kulturstätten der Menschheit, hauptsächlich in Europa, bewege ich mich zu sehr alten Kulturen, bis ins Megalithikum, welches älter als 10.000 datiert. Eine vergangene Hochkultur, deren massive und erstaunliche Zeugnisse vor unseren Augen rund um den Erdball stehen oder noch in den Tiefen liegen. Die Megalithkultur. Die bekanntesten Megalith-Denkmäler, das sind Stonehenge in England, die Pyramiden in Ägypten, Karnak in Frankreich, Machu Picchu in Peru, dann der Baalbek-Tempel im Libanon und die neueste Entdeckung in Montana. Im Vogelsberg, da kann man wunderbar auf Entdeckungstour gehen und zum Beispiel den Kreppelsteinmen hier bei Münzenberg erkunden, in der Rhön den Taufstein bei Heubach, der liegt mitten im Wald und ist wunderschön, und der Riesenstein bei Wolfershausen, der ist mächtig. Im Hunsrück der Graue Lei bei Elzerath. Ja, und viele mehr. Und so liegen deren Zeugnisse verbreitet. Viele habe ich besucht und erkundet und ihre besondere stärkende Naturkraftausstrahlung auch genossen. Um die Ecke meiner Wohnung in Meerholz, da fahre ich regelmäßig an unserem megalithischen Pfortenstein vorbei, der Eingravierungen hat und auf einer kleinen Wiese an der Tankstelle steht. In meinem Vogelsberger Megalith-Video, Prähistorische Kultstätte im Vogelsberg, da kann man auf mythische Entdeckungsreise mit mir gehen. Die ältesten heute noch sichtbaren Zeugnisse menschlicher Kultur, die sind bis über 7.000 Jahre alt und viele auch viel älter. Das Bearbeitungsalter österreichischer Megalithe, das ist isotoptechnisch zwischen 10.000 bis 55.000 von den Mitarbeitern der Uni Graz gemessen. Die Plätze, wenn man sich auf ihnen befindet, die zeigen eine starke Naturverbundenheit, eine Kosmos- und Erdzugewandtheit. Manche, die stehen in fast unberührter Natur. Andere wieder sind eingebunden in ein Stadt- oder Dorfbild. Es ranken sich geheimnisvolle Geschichten und Sagen um sie, die ihre Existenz mystisch halten. Die Neuzeitarchäologie, darunter Dr. Kusch, Archäologe der Uni Graz, seine Buchauflage ist Geheime Unterwelt, und Dr. Strattmann, Biologin, ihre Buchauflage Das Steinzeitparadoxon und andere mehr, die nehmen sich zurzeit verstärkt der Erforschung dieser weltweit vorkommenden Megasteinsetzungen und deren Zweck und Wirkkräfte an. Man weiß weder, wie sie gefördert wurden, noch wie sie transportiert werden konnten, noch aufgestellt, noch zu einem präzisen Ganzen zu verschmelzen, wie den Pyramiden, oder den wie Legosteine anmutenden, präzisen Steckverbindungen von Pumapunku am Titicacasee in Bolivien. Auch heute werden neue Steinsetzungen mit großer Schönheit von Geologen und Geomanten durchgeführt, um feinstoffliche Energien ordnend zu lenken. Bei Glentnice, Tschechien, da gibt es einen alten Steinkreis,
in den ein neuer Menhir mit Glasauge hinzugefügt ist. Und im Landschaftspark Türnich in der Eifel, da hat der slowenische Geomant Pogačnić nach Randalen neue Menhirsetzungen gesetzt, um das Gitternetz zu harmonisieren. Und das ist auch gelungen. Randale und jahrelange Verwüstungen, die hatten ein Ende. Mein Interesse an den alten Kulturen der Menschheit, das wurde bei meiner archäologischen Grabungserfahrung in den 80ern geweckt. Damals, da war ich beim Landesdenkmalamt Baden-Württemberg an der archäologischen Grabung bei Tübingen von einem 4000-jährigen Hallstattgräberfeld einer Keltenfürstin beteiligt. Vor Ort, da wurde ich Zeuge außergewöhnlicher Geschehnisse und Anomalien, die sich im Grabungsfeld ereignet hatten. Als die massiven Abgrenzungssteine rund um das Grabfeld entfernt wurden, da kam urplötzlich ein starker Wind auf, durch den die Grabung eingestellt wurde. Außergewöhnliche Geschehnisse, die werden immer wieder an den besonderen Plätzen beobachtet. Es scheinen sich dort gebundene Energien freizusetzen oder neu zu ordnen. Anscheinend, durch die hohe Energieausschüttung, da hatte sich bei mir die Fähigkeit ergeben, die Farbaura von Lebendigem zu sehen. Als erstes habe ich es um den Wald gesehen. Es waberte und schillerte um die Bäume. Menschen und Tiere waren in ein buntes Licht getaucht, das um sie herum sie auf Schritt und Tritt begleitet hat. Es sah aus, als stünden sie in einem Regenbogen. Scheinen energetische Effekte an Kraftorten, die Lebensenergie zu stärken und die Meridiane zu laden? Über heilsame Veränderungen, da gibt es immer wieder Berichte. Vor langer Zeit, da wurden viele unterirdische Anlagen verschlossen, zugeschüttet oder zerstört und bei Strafe ihre Nutzung untersagt. Dadurch sind sie in Vergessenheit geraten. Erst seit einigen Jahren werden diese besonderen Zeugen einer alten Zeit wiederentdeckt, geöffnet, ausgegraben und der Öffentlichkeit teilweise zugänglich gemacht. Meine Exkursion in den Vorgeschichtsraum der unterirdischen Anlagen von Klosterneuburg, das ist die Zusammenfassung von 2 Führungen in die wieder ausgegrabenen unterirdischen 12 Apostelzechenräume. Angekommen im Stift Klosterneuburg bei Wien in Österreich, da war die Donau vollgefüllt, im Gegensatz zum Rhein, der für die Schifffahrt dieses Jahr fast ausgetrocknet war. Unter dieser Donau, da wird von Verbindungstunneln berichtet, unter anderem in Schriften vom Stiftsarchiv von Klosterneuburg. Am Ufer der Donau, da hat es vor Jahrtausenden schon künstliche, unterirdische Siedlungen gegeben. Man spricht von der Donaukultur, einer ca. 8000 Jahre alten neolithischen Windscherkultur mit ihren ausgeprägten einheitlichen Figurinen und noch nicht entzifferten Zeichen. Klosterneuburg ist von unterirdischen historischen Anlagen unterhöhlt, die zugemauert sind. Viele versteckte Gänge, die laufen bis mehr als 12 Meter unter dem Straßenniveau Klosterneuburgs. Die meisten davon verschlossen, viele inzwischen durch Tiefbau vernichtet. Manche Gewölbe, die werden archäologisch auf die Jungsteinzeit datiert. Das ist eine Zeit bis ca. 10.000 vor der Zeit. Im 16. Jahrhundert, da wurden sie laut dem Stiftsarchivar Dr. Röhrig mit dem Albrechtsbach geschwemmt und 9 Jahre andauernd verschüttet. Man hat Deckenteile in die unterirdischen Räume stürzen lassen und über diese Löcher
Erdmaterial systematisch verfüllt. Heute betoniert Stift und Gemeinde entdeckte Zugänge nach Bekanntwerden zu. Ein ortsansässiger Chemiker, der öffnet für Führungen die mit eigenen Mitteln am Stadtplatz freigelegten Kellerräume, 12 Apostelzeche genannt, bis tief ins Grundgestein. In dem geschlammten Geheimtreffpunkt der Templer des 11. Jahrhunderts wurden urgeschichtliche Fundstücke, ein römisches Bad, eine frühchristliche Templerkirche mit deren Utensilien, zum Beispiel ein Edelserpentingefäß und eine Alchemistenstube freigelegt. Meine Nachfrage beim Touristenbüro ergab kein Wissen um den Ort, obwohl er der Stadt gemeldet ist. Als ganze Gebietszonen geoelektrisch vermessen wurden, da wurde festgestellt, dass die ganze Unterstadt von Klosterneuburg unterhöhlt ist. Es existieren kilometerlange Kellersysteme, die auf künstlichen unterirdischen Anlagen beruhen. Der Steinring des Einstiegsschachtes im Gartenbereich des Besitzers, welcher ins Erdinnere führt, der wurde von Wissenschaftlern der Moskau-Uni auf über 8000 Jahre datiert. Die Rillen darin, die vermutet man durch Zugseile geschaffen. Das ist der Schacht, welcher noch weiter in Tiefen geht. Er ist durch eine 1,8 Meter dicke Felsplatte abgeschottet. Geobodenradarmessungen, die ermittelten eine Schachttiefe von mindestens 60 Meter nach unten. Weiter geht diese Geobodenradarmessung nicht. Bei einer Testbohrung verfing sich der Bohrer nach 10 Metern in Kokosfasern. Was haben Kokosfasern in einem unterirdischen Raum in Österreich in der Altsteinzeit zu suchen? Warum nun wurden viele Anlagen weltweit Ende des 16. Jahrhunderts verschüttet? In pröpstlicher Anweisung aus dem Kirchenarchiv aus dem Jahr 1580, da gibt es den vorgeschobenen Hinweis, sie vor der Benutzung ins Heidnische und dem Odem des Bösen zu bewahren. Im Brief wird man deutlicher, indem von hermetischen Brennleuchten berichtet wird und sonstigem heidnischen Unfuge. Es sollten wohl auch Adelsfamilien, die Vorteile aus dem unterirdischen Zugang gewannen, entmachtet werden, welches im Adelsakt der Wurmb von 1592 aufgeschrieben ist. Der Zugang wurde um das vermeintliche Gemeinwohl durch Unterbindung der Kontakte durch die Heilige Kirche unterbrochen. Ein neuer künstlicher breiter Treppenzugang, der führt ins Innere der unterirdischen bis 9 Meter hohen Gewölbe. Davor war der Zugang einzig über den Brunneneinstieg möglich. Hinter der Trockenmauer, da erscheinen megalithische Blöcke aus konglomerartigem Material. Das scheinen die ursprünglichen Setzungen zu sein. Die Trockenmauer davor, die ist älter als die römische Bodenheizung, ca. 500 vor der Zeit, datiert, weil deren Kacheln darauf gesetzt sind. Das heißt, sie ist auch älter als die Templervereinigung des 11. Jahrhunderts. Die Trockenmauer, die beinhaltet verbaute Fulgurite. Diese entstehen, wenn eine Quarzschicht von einem tausende Grad Blitz getroffen wird und zerschmelzt. In Fulguriten, da werden relativ seltene Mineralien und chemische Verbindungen nachgewiesen, wie zum Beispiel das Kieselglas, das ansonsten nur in Tektiden und Impaktgläsern gefunden wird. Welches war der Wert dieser Fulgurite für die damaligen Nutzer? Auch Steinkugeln, die sind in den Wänden eingelassen. Deren Zweck ist unbekannt.
Ein Schacht für die Kommunikation von oben nach unten konnten wir selbst experimentieren. Durch Zufall, als den Besitzer die Elektrizität im Dunkeln stehen ließ, da stieß er auf weitere Besonderheiten. Als wir dann in stockdunkler Nacht stehen, da treten durch UV-Licht plötzlich sichtbar gemachte Zeichen auf Mauerverstrebungen und auch am Boden liegenden Wackersteinen auf. Gleich kommt die Frage auf, welche Beleuchtung hier unten benutzt wurde. Fenster gab es ja in den Tiefen nicht und auch keine Rußspuren durch Fackeln. 9 Meter hohe Räume auszuleuchten, da braucht es ein hohes Potenzial von Energie. Bei einer Notbergung, da machten Archäologen der Uni Graz unter Leitung vom Paläontologen Dr. Kusch einmalige Funde in dem unterirdischen Kellersystem. Die mit Scangeräten und Thermolumineszenz erfasste Altersbestimmung des beiliegenden Holzes, die datierte mindestens 56.000 bis ins Megalithikum. In seinem Buch Geheime Unterwelt, da hat er die Erforschung mit vielen Bildern dokumentiert. Bei tiefer Grabung unter die römische Schicht, da wurde unter dem römischen Hypokaust die alte Megalithschicht freigelegt, welches eine Sensation war. Das sind die sogenannten Steinbeile übereinandergelegt, in verschiedene Richtungen angeordnet, zum Beispiel aus Rosenquarz, ein brüchiges Material, das beim ersten Schlag zerbirst. In ihren gebohrtem Schaft, da wurde bei Laboruntersuchungen Einwirkung von Hitze entdeckt und Fräsrillen. Dr. Kuschs Vermutung ist, dass damit elektromagnetische Frequenzen erzeugt wurden, die die Kristalle aktivierten und zum Schwingen bringen konnten für einen nicht bekannten Zweck. In Abschriften aus den Adelsarchiven von Klosterneuburg, da wird erklärt, wie die Kristalle zu aktivieren sind. Sogenannte hochglanzpolierte, rundgeschliffene Lochbeile, die beim ersten Schlag zerspringen, das können keine sein. Bei den Funden in der Megalithzone, da ist auch ein eigenartig schön geformtes, ganz dünnes Glasobjekt, ein Waldglas, entdeckt. Ein kleines Gefäß, eingelassen mit Cadmiumgelb, das lag neben einer der wunderschönen Figurinen. Diese Farbe, die wird heute mit hohem technischen Aufwand produziert. Wie passt das in eine Megalith-Ära? Ein Mammutzahn mit Pollen vom Milchorangenbaum hat vor 60.000 Jahren ein tropisches Klima in Österreich geherrscht. Auf 2 Steinplatten, das sind durch starke Hitze entstandene Einfräsrillen erkennbar. Wir sagen heute Lasern dazu. Die Einfräsungen, die scheinen unbekannte Schriftzeichen darzustellen, ähnlich denen im 30.000 alten Pyramidentunnel vom bosnischen Visoko. Humanoide Abbildungen, die zeigen Gesichter und Figuren, die an Neandertaler und Denisovans erinnern. Die lebten damals auf der Erde und mit ihnen die Langschädelrasse. Auf den Steintafeln, da finden sich eigenartige Flugscheibendarstellungen und neben ihnen liegen Figurinen mit trikotartigem Anzug, auf deren Kopfplatte eingestanzte Sternenmotive. Obwohl die bis einen halben Meter hohen Figurinen mit ihrer prachtvollen Kleidung und dem starken Hals, um den mächtigen Kopf mit seiner Schildplatte zu tragen, ihrem selbstbewussten Lächeln des schmallippigen Mundes, wie aus der Windscha-Kultur aussehen, gehören sie einer älteren Kulturphase an.
Zum Glück waren Holzstäbe in den Figuren gesteckt und die wurden auf über 55.000 Labor C14 datiert. Es gibt Figurinen mit Babys im Arm. Ein Wesen reitet auf einem 3 Meter hohen Steppenbison mit Zaumzeug. Andere sind mit 2 Köpfen dargestellt. Die tatzenartigen Füße, die sehen immer gleich aus. Um sie vor dem Verfall durch die Luftzufuhr zu schützen, da sind sie präpariert und hinter Glas. In den großen Räumen, die wie Hallen anmuten, da sind heute selbstleuchtende Lampen installiert, die erstaunlicherweise immer wieder ohne Stromzufuhr leuchten. Viele besondere Punkte, die wirken in der Apostelzeche regulierend auf den Körper ein. Dieser kleine Platz von einem halben Meter, in dem man hinuntersteigt, der wirkt förderlich auf das Immunsystem. Beim Einstich, da konnte ich ein angenehm belebendes Prickeln, die Füße hoch bemerken. In der Bevölkerung, da gab es noch Kenntnis um die genutzte Unterwelt, was jedoch durch die vergangenen Verbote zum Schweigen gebracht wurde. In Klosterbibliotheken, da liegt geheimes Wissen um die mysteriöse Unterwelt verborgen. Einiges konnte der Stiftsarchivar Dr. Röhrig durch seine Abschriften ermitteln. Zum Schluss ein Geheimzugang für jedermann. Wer einsteigt, weiß nicht, wo er letztendlich herauskommt. Abenteuer ist überall. Ein Teleport in eine andere Zeit. Und dazu wünsche ich uns einen guten Erforschergeist.